Hi, heute zeigen wir euch, wie ihr euch in den Poltergeist Beetlejuice verwandeln könnt. Und los geht's! Zuerst wie immer die Kontaktlinsen einsetzen. Dann schminkst du alles bis auf die Augen und Mund mit einer Schicht weißer Wasserschminke. Das kannst du zum Beispiel mit einem großen flachen Foundation-Pinsel machen. Mit einem fluffigen, weichen Eyeshadow-Pinsel tupfst du dann lila auf deine Augenlider und malst großzügig über deine Augenbrauen hinaus. Auch unter den Augen schminkst du mit lila und machst mit schwarz weiter und verblendest den Übergang mit einem großen, weichen Eyeshadow-Pinsel. Hierbei kannst du dir nun viel Zeit lassen und die Farben schön ineinander arbeiten, sodass keine harte Kante mehr zu sehen ist. Als Kontrast schminkst du die Augeninnenwinkel kräftig mit Weiß, damit das Ganze mehr einen Beauty-Charakter bekommt. Und ziehst anschließend mit schwarzer Wasserschminke hochgezogene, geschwungene Augenbrauen. Das Ganze machst du am besten mit einem angeschrägten Pinsel, weil du mit dem auch super die Härchen malen kannst. Unter den Augenbrauen highlightest du dann mit Weiß und verblendest die Schminke an der lilafarbenen Kante. Unter den Augen schattierst du dann mit schwarzem Eyeshadow und verblendest das Ganze. Deine Lippen überzeichnest du großzügig mit schwarzer Wasserschminke und ziehst die Mundwinkel schwungvoll nach oben. Das gibt dem Charakter noch mehr Charme. Nun gestaltest du die moosigen Stellen mit hellgrüner Wasserschminke und mischst etwas grüne und gelbe UV-Schminke dazu und tupfst an der Stirn nahe an der Haarkontur sowie an einzelnen Stellen am Mund und Wange. Verwende hierbei auch wieder einen großen, weicheren Pinsel, mit dem du schön weich tupfen und eine moosähnliche Struktur aufmalen kannst. Anschließend gestaltest du diese moosigen Stellen mit unterschiedlichen Grüntönen und auch ein bisschen lila, sodass das Ganze noch lebendiger wirkt. Und das, obwohl wir etwas Totes schminken, weil Beetlejuice ja ein Geist ist, aber trotzdem. Es ist immer schöner, mehrere Farben, in diesem Fall unterschiedliche Grüntöne, zu verwenden, als nur einen einzigen. Dann setzt du dir erstmal deine Perücke auf und schaust, an welchen Stellen noch Platz ist, um noch Moos aus dem Bastelladen aufzukleben. Diesen Schritt kannst du natürlich auch weglassen, aber für die Gesamtoptik fanden wir das ganz schön. Falls du kein Moos hast, kannst du übrigens auch Latexmilch mit etwas Watte mischen und diese dann grün anmalen und aufkleben. Latexmilch hat übrigens den Vorteil, dass wenn man sie als Kleber verwendet, keinen Entferner braucht, sondern später einfach wie Gummi von der Haut abgezogen werden kann. Der letzte Schritt findet im UV-Licht statt, mit einer ganz besonderen, bei Tageslicht so gut wie unsichtbaren UV-Schminke, nämlich dem UV-Aktivator. Schreibst du jetzt als kleinen Gag dreimal Beetlejuice in dein Gesicht. Nur zur Info, also man ruft den Poltergeist Beetlejuice, indem man dreimal seinen Namen laut ausspricht. Und fertig ist deine Verwandlung in Beetlejuice. Wenn dir das Video gefallen hat, dann klick den Like-Button, abonniere unseren Kanal und aktiviere am besten auch gleich die Glocke, damit du in Zukunft kein Video von uns verpasst. Schreib einen Kommentar. Hat dir das Video geholfen? Hast du noch Fragen? Was sollen wir als nächstes machen? Außerdem findest du hier noch mehr Videos zum Weitergucken und alles, was du zum Verkleiden und Schminken brauchst, findest du bei uns im Shop auf maskworld.com.